Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Behind-the-Scenes-Video auf dem Mommy Made YouTube-Kanal, in dem es darum gehen soll, wie ich mich, meine To-Dos und meine Projekte so organisiere und warum das Thema Bullet Journaling darin nicht vorkommt. Viel Spaß! Mommy Made! Heute macht die Mami das. Mich erreichen immer wieder Fragen von euch wahlweise als Reaktion auf meine Stories auf Instagram oder auch hier auf YouTube oder in E-Mails oder in Kommentaren unter YouTube-Videos mit eben der Frage, wie ich mich organisiere, welche Werkzeuge ich nutze, welche Apps ich benutze, wie ich mich strukturiere und all das. Und Anfang des Jahres, als ich auf Instagram gezeigt habe, was ich gerade so in meiner Winterpause mache, war das Interesse daran zuletzt auch wirklich sehr, sehr groß, sodass ich gedacht habe, okay, ich setze mich einfach mal hin und erzähle euch, wie ich das hier so mache. Ich bin natürlich kein Profi zum Thema Strukturieren von Projekten und Organisationen. Ich kann euch in diesem Video nur sagen, was für mich funktioniert, wie ich mich strukturiere, welche Hilfsmittel ich dafür verwende und wie ich was mache. Was wisst ihr von mir? Diejenigen von euch, die das Q&A-Video geguckt haben auf meinem Kanal, das verlinke ich euch nochmal hier oben, wissen zum Beispiel von mir, dass ich beruflich mal in einer, nennen wir es der Einfachheit halber, Werbeagentur als Projektleiterin gearbeitet habe und das aufgrund meines Alters zu einer Zeit, bevor man für diverse Dinge Apps und irgendwelche digitalen Lösungen verwendet hat. Möglicherweise hat mich das beeinflusst, möglicherweise habe ich aus der Zeit Dinge gelernt oder auch mitgenommen, die ich heute noch verwende. Das kann und möchte ich nicht ausschließen. Ihr wisst noch, dass ich einen YouTube-Kanal habe und natürlich in erster Linie kreative Projekte hier umsetze und mir irgendwie strukturieren und organisieren muss. Und ihr wisst, dass ich eine kreative Chaotin bin. Ergo es in meinem Nähzimmer nicht ordentlich aussieht, es stapelweise Zeug gibt, hier Materialien rumfliegen, da Materialien rumfliegen, ich hier mehrere Projekte gleichzeitig am Laufen habe und dass ich ein Stift- und Papiermensch bin. Ihr kennt das aus meinen Näh- und DIY-Tutorials, dass ich schriftlich ausrechne, wie ich irgendwo hinkomme, dass ich mir aufzeichne, wie ein Schnittmuster gehen könnte oder sein müsste. All das kennt ihr von meinem YouTube-Kanal. Und ich kann euch, wie gesagt, hier und heute nur sagen, was da für mich funktioniert und warum. Und was für mich nicht funktioniert und warum. Ich habe das nicht gelernt. Ich bin keine Arbeitsablaufsstrukturprofessorin und kann euch jetzt sagen, das funktioniert so auch für euch. Aber vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen eben zu sehen, wie ich das mache, warum ich das so mache und was für mich funktioniert. Und vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen, sich daraus das ein oder andere rauszupicken und auf seinen Arbeitsalltag oder seinen sonstigen Alltag zu übertragen. Und wenn das so ist, dann freue ich mich. Genau, wie gerade schon erwähnt, bin ich ein Stift- und Papiermensch, was ihr wisst und oft in meinen Videos auch seht. Ich schreibe mir alles auf, von der To-Do-Liste, der akuten To-Dos, über Ideen, die ich habe, über was auch immer. Dinge niederzuschreiben funktioniert für mich wie eine Art Brain-Dump, würde ich es jetzt mal nennen. Ich habe oft viel gleichzeitig im Kopf, vieles, auf dem ich gleichzeitig irgendwie rumdenke. Oft habe ich irgendwie mitten in der Nacht eine Idee und denke mir so, wow, und habe mir dann angewöhnt, das direkt aufzuschreiben, weil ich dann auch wieder schlafen kann. Und wenn ich das nicht tue, dann arbeitet das die ganze Nacht in meinem Kopf. So, es ist ein bisschen chaotisch. Und mein bester Begleiter diesbezüglich bisher war ein total schnöder, billiger College-Block, beziehungsweise so ein Ringblock. Gerne in A4 zuletzt, also 2020 habe ich hauptsächlich gearbeitet mit einem A5-Format, aber wichtig dabei ist, dass das so ein Ringdings hat und ich diese Blätter rausreißen kann, weil ich das nämlich auch ständig tue. Und da drin schreibe ich, wie gesagt, alles auf. Ich zeige euch mal kurz, wie das aussieht. Das hier ist zum Beispiel besagter A5-Block, den ich 2020 viel benutzt habe. Und genau, also das fängt an mit To-Do-Listen. Ich setze mich hin und schreibe einfach alles runter, was mir einfällt, was gerade akut zu tun ist, sowohl für Projekte als auch für übergeordnete Dinge. Also hier beispielsweise, das scheint aus dem Herbst gewesen zu sein. Da habe ich mit Dremel zusammen das Flügel-DIY gemacht. Und dann stand hier, ich muss noch zu dem Video noch die Captions machen, also die englischen Untertitel. Hier stand ursprünglich noch Link zum Video in den Blogpost einbetten. Ich musste noch den Blogpost schreiben und Pins für Pinterest machen.
auf Pinterest das Wingboard freigeben. Das habe ich dann gemacht, dann den Link in die Infobox. Und wie ihr seht, kritzel ich das da einfach hin und wenn es erledigt ist, kritzel ich es durch oder dann kommt das ganze Papier weg, wenn alles erledigt ist. Genauso sind da drauf Dinge, die ich übergeordnet tun muss. Also hier war das zum Beispiel die Tolino-Anleihe und auch die Holzkern-Kooperation zu terminieren, sprich im Kalender einen Termin zu finden, wann das online gehen soll. Dann hatte ich mir hier aufgeschrieben, Instagram-Tools zu recherchieren. Das muss ich immer noch machen. Da bin ich nicht viel weiter. Das habe ich immer gemacht und dann wieder ad acta gelegt, weil es halt Prio hatte. Schnitt, Kostümvideo. Genau, da hatte ich das Kostümvideo für das Feenkostüm schon aufgezeichnet, aber noch nicht geschnitten. Und ich wollte mit den Steinen rumexperimentieren. So, das ist so eine klassische To-Do-Liste. Rumgekritzelt, nicht ordentlich mit Bullets, nicht mit Checklisten. Einfach so und dann durchkritzeln, wenn erledigt. Was sich aber in so einem Blog eben, wie gesagt, auch findet, sind so Dinge wie ja, zu den einzelnen Projekten eben Sachen. Also zu besagten Flügelvideo, was hier, als ich diese To-Do-Liste geschrieben habe, offensichtlich schon fertig war. Da gab es zu diesem Projekt eben auch eine, was brauche ich noch an Materialienliste. Da habe ich Häkchen dahinter gemacht, wenn ich es bestellt oder gekauft hatte. Sowas gibt es dann, wie gesagt, zu den einzelnen Projekten. Genauso gibt es Ideen, die ich hier niederschreibe. Hier in diesem Fall zum Beispiel hatte ich für den beliebten Ärmelschal schon mal an einer Sommerversion getüftelt, habe schon mal ausgerechnet, wie groß, wie breit Sachen sein müssen, wo ich Falten legen würde, habe hier so eine Zeichnung gemacht. Also sowas findet sich in diesem Blog auch immer. Wenn ich Ideen habe, dann scribble ich die hier rein. Wenn ich schon Maße habe und irgendwas ausgerechnet habe, schreibe ich das dazu, damit ich das dann habe, wenn ich dann irgendwann eine Sommerversion des Ärmelschals mache. Hier sieht man allerdings auch schon die Nachteile von so einem Blog, nämlich, dass hier ganz offensichtlich mal eine Kaffeetasse drauf abgestellt wurde und dann hier die Tinte verwischt ist. Das gehört für mich irgendwie dazu. Das ist dann halt so. So, und jetzt wird der ein oder andere von euch sagen, ja, aber ist ja irgendwie voll hässlich und voll unstrukturiert und voll das Chaos. Und wieso machst du denn dann nicht Bullet Journaling, wo das alles total hübsch und schön und ordentlich in einem Buch ist und du nicht Papier rumfliegen hast? Und die Antwort ist, Bullet Journaling funktioniert für mich einfach nicht. Warum nicht? Das, was jetzt gerade für euch so ein bisschen chaotisch und unstrukturiert ausgesehen hat, das bleibt so nicht. Die Frage ist, und die alles entscheidende Frage ist, was passiert mit diesem vollgeschriebenen Papier? Und das unterscheidet sich, je nachdem, was es ist. Die To-Do-Listen, darauf streiche ich genüsslich alles durch, was ich erledigt habe. Und da bin ich tatsächlich ein großer Fan davon, Sachen durchzustreichen und nicht ordentlich abzuhaken. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, befriedigender. Und noch befriedigender ist, das Ding hinterher irgendwie genüsslich zu zerknüllen und wegzuwerfen, wenn es abgearbeitet ist. Oder eben, wenn es zu chaotisch wird auf dem Blatt, das auf eine neue, ordentliche To-Do-Liste zu übertragen. So, was passiert mit den anderen Blättern? Alles, was projektbezogen ist, also sei es jetzt die Auflistung der Dinge, die ich für ein bestimmtes Projekt brauche oder irgendwas, was ich mir ausgemessen habe oder wo ich rumgeskribbelt habe, ein Schnittmuster kreiert habe oder ein Bild, wie was aussehen könnte, etwas Fertiges. Alle diese Dinge sammle ich projektbezogen oder manchmal auch Kooperationspartner Kunde bezogen. Das Ganze landet irgendwann sortiert in Projektordner. Ich benutze dafür diese Pappmappen in verschiedenen Farben. Und wenn diese Projekte soweit durch sind, wenn das jeweilige Video gedreht ist, wenn das alles erledigt ist, dann landet dieser Inhalt von diesen Projektmappen wiederum in Ordnern, physischen Ordnern, die ich dann in meinem Bücherregal aufbewahre. So, und Bullet Journaling funktioniert für mich deshalb nicht, weil ich da an diese Buchstruktur gebunden bin und an die Reihenfolge. Und da muss ich mir ja vorher überlegen, wie viele Seiten ich jetzt für welches Thema brauche. Ich habe ganz früher, also noch zu Studiezeiten und zu Beginn meiner beruflichen Tätigkeit mit einem Filofax gearbeitet. Die haben ja auch diese Ringbuchdinger und da hatte ich die Möglichkeit, eben projektbezogen noch ein Blatt hinzuzufügen oder eins rauszureißen oder was auch immer. Das hat funktioniert. Diese starre Buchstruktur funktioniert für mich einfach nicht, weil ich eben in Projekten denke oder allenfalls, wie gesagt, noch in Kooperationspartner Dings, also dass ich halt ein Blatt habe, wo drauf steht, oder einen Ordner habe, wo drauf steht, das hier war für Nintendo und das hier sind die Sachen, die ich mit Dremel zusammen gemacht habe oder mit Tolino oder was auch immer. Und bei meinen eigenen Projekten eben projektbezogen.
Und das ist was ich im Bullet Journaling so nicht abbilden kann, diese Struktur. Zumindest habe ich keinen gescheiten Weg dafür gefunden. Der andere Grund ist, dass ich das unfassbar schön und beruhigend finde, Leuten zuzugucken, wie sie diese Seiten alle ausgestalten, aber ich dafür tatsächlich irgendwie weder Zeit noch Geduld aufbringen kann. Mir einen Kalender schön zu malen, das ist was ich immer total bewundere, wenn das Leute machen. Ich finde es auch total schön, das anzusehen. Aber für mich selber hat sich das tatsächlich irgendwie nicht etablieren können. So, was ist jetzt der Nachteil an diesem ganzen Zeug? Der ganz alleroberste Nachteil ist, dass man natürlich unfassbar viel Papier verwendet. Also diese ganzen Blöcke, irgendwann sind sie leer, dann brauche ich einen neuen. Ich verwende unheimlich viel Papier. Ich werfe unheimlich viel Papier weg, denn wie gesagt, wenn so eine To-Do-Liste mal abgehakt ist, dann zerknülle ich die und werfe die weg. Das ist zwar sehr befriedigend, aber es ist auch irgendwie so, dass ich ganz oft denke, boah, also die Menge Papier, die ich einfach verbrauche, ist so hoch und irgendwie stört mich das. Davon abgesehen ist es leider so, dass ich nicht ganz so ordentlich bin und es regelmäßig so ist, dass auf meinem Schreibtisch oder in meinem Arbeitszimmer halt alle diese Stapel an Papier so rumliegen und ich dann immer mal wieder Tabula Rasa mache, mir den Stapel nehme und das alles in meine Projektordner und alles wegsortiere. Aber es regelmäßig so ist, dass ich einfach Stapel von Papier auf meinem Schreibtisch liegen habe. Und was mir auch schon passiert ist, dass es halt einfach durchaus so ist, dass manchmal Dinge verschütt gehen. Nicht aufgrund der Unordnung, sondern weil ich vielleicht gedacht habe, das brauche ich nicht, schmeiß weg. Ich habe vielleicht irgendwann mal eine Idee gehabt, habe irgendwas gezeichnet, ausgemessen, Maße mir daneben geschrieben, wie irgendwas sein muss und habe dann aus was für Gründen auch immer beschlossen, dass ich das nicht mache. Oder dass ich das jetzt nicht mache. Und wenn das dann ein paar Jahre irgendwie so mitgeschleppt wurde, es gibt dann in den Ordnern, in denen die ganzen Projekte abgeheftet werden, gibt es durchaus sowas wie die UFOs, also die unfertigen Objekte oder unfertigen Projekte. Und da sammle ich vieles. Aber ganz oft ist es auch so, dass man irgendwann aufgrund der Papiermenge hier denkt, ja komm, das kommt jetzt weg. Und ich weiß echt nicht, wie oft ich schon irgendwann hier stand und gedacht habe, das hatte ich doch alles mal ausgemessen. Wo ist denn das? Und ich dann irgendwie gedacht habe, okay, habe alles durchsucht, es ist hier nicht, ich muss es weggeworfen haben. Und das ist was ich in Summe gesucht habe zu optimieren und da jetzt für mich dann jetzt doch eine technische Lösung gefunden habe, die mir aber trotzdem ermöglicht, so zu arbeiten, wie ich das bisher getan habe, in dem Sinne, dass ich trotzdem alles aufschreiben kann. Und die Lösung dafür, in meinem Falle, ist ein E-Ink-Tablet. Namentlich habe ich hier das von Books, das ist das Note Air. Und ich finde das großartig. Es gibt auch andere Tablets, die das können. Viele von denen werden tatsächlich nicht als Arbeitsgerät verkauft, sondern laufen offiziell unter dem Namen E-Book-Reader, weil sie in erster Linie dafür da sind, dass man E-Books reden kann. Ihr wisst schon, dass man darauf lesen kann. Aber das Ding kann so viel mehr und es ist für mich tatsächlich die perfekte Lösung. Ich bin total aufgeregt und total glücklich, dass ich dieses Ding habe. So sieht dieses Books Note Air aus. Hier ist ein magnetischer Stift dran. Es hat sehr, sehr fancy Screensaver. Und es hat meine Lieblingsfarbe und das allein war fast schon ein Kaufgrund. Ich bin ja, wie ihr wisst, kein Tech-Kanal, aber interessiert an derlei Dingen. Und deshalb zeige ich euch jetzt natürlich keine Full-Tech-Review oder so, sondern ich zeige euch einfach nur, warum ich mich entschieden habe, mir so ein Ding anzuschaffen und was für Features es hat und was ich so cool daran finde. Die werden ja, hatte ich aber schon gesagt, als E-Book-Reader primär verkauft. Das heißt, ihr kommt rein und dafür ist das primär ausgelegt. Aber was man dann damit macht, steht ja auf einem anderen Blatt. So, das heißt, das Erste, was ihr seht, wenn ihr reinkommt, ist, dass ihr hier eure Bibliothek habt. Die ist bei mir sehr, sehr leer. Da ist nur das User Manual, also das Handbuch drauf im Moment. Dann habt ihr hier einen verknüpften Shop. Das ist ein chinesischer E-Books-Shop namens JD Reader oder so ähnlich. Ich habe noch nicht rausgefunden, ob man da theoretisch auch einen anderen verknüpfen kann. Ist aber wurscht. Wenn ihr außerhalb von China seid, könnt ihr da, glaube ich, nicht einkaufen, sondern hier werden euch gratis Bücher angezeigt. Eigene E-Books bekommt ihr auf dieses Ding, indem ihr wahlweise über den Browser, den das Ding ja hat, auf euren Lieblings-E-Books-Shop oder eben auf die Online geht und die Bücher hier herunterladet. Alternativ könnt ihr das Ding über einen USB-C-Port mit eurem PC verbinden und so Daten transferieren und natürlich auch E-Books hier drauf schaffen. Ebenso wie alle anderen Arten von Dateien, also sei es jetzt ein PDF oder ein gescanntes Bild oder was auch immer.
So, wenn ihr hier mehrere Bücher habt, könnt ihr die euch, so wie man das vielleicht von anderen ähnlichen Tablets auch kennt, natürlich irgendwie sortieren. Ihr könntet verschiedene Regale anlegen, ein neues Bookshelf, also ich könnte sagen, ich habe ein Science-Fiction-Bookshelf und ein Fachliteratur-Bookshelf oder was auch immer. Und dann kann ich mir das hier sortieren. So, und jetzt zeige ich euch, was ich so cool daran finde im Vergleich zu eben anderen einfach nur Readern. Wenn ich hier drin bin, ich lese jetzt hier in dem Handbuch zum Thema CloudSync, dann kann ich, und das ist was für mich deshalb cool ist, weil ich ab und zu eben freiberuflich Übersetzungen mache oder Lektorat, also sprich Sachen korrigiere. Und ich glaube, dass das hier vielleicht auch für den einen oder anderen Lehrer oder Lehrerin unter euch interessant sein könnte. Ich kann hier einfach drin rumschreiben. In diesem Buchdokument oder dem PDF oder in was auch immer ich jetzt hier habe und könnte direkt auf dem Ding korrigieren. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, ein Dokument einscanne, das mir jemand schickt und sagt, kannst mal Korrektur lesen und dann kann ich direkt hier drin sagen, guck mal hier, currently, da würde ich gerne ein Komma sehen und so weiter. Wenn ich da drin rumgekritzelt habe, dann kann ich, also wenn ich jetzt mich verschrieben habe oder so, habe ich hier oben ein Stiftemenü. Darüber kann ich das rückgängig machen. Ich kann Sachen wieder wegradieren, was auch immer. Und ich kann dann in Summe das alles speichern. Und wenn ich das gespeichert habe, kann ich hierher gehen und kann sagen, zeig mir alles, was ich mit dem Stift gekritzelt habe. Und dann seht ihr alle Seiten, auf denen ich Notizen gemacht habe. Ich kann mir die selektieren und dann kann ich hergehen und sagen, exportiere mir das. Exportiere mir das als Bild oder als PDF. Und dann kann ich das an meinen Rechner schicken oder an wen auch immer, den Kunden zurück, der das korrigiert haben wollte. Heißt für mich, ich kann theoretisch am Waldspielplatz sitzen, wo meine Kinder spielen und kann Texte korrigieren. Finde ich eine coole Sache. Erstes cooles Feature. Nächstes cooles Feature, und das liebe ich tatsächlich sehr, ist, ich kann hergehen und kann mir bei einem Dokument, das ich lese, eine geteilte Ansicht machen, einen Splitscreen. Und ich kann jetzt nicht nur in diesem Text rumkritzeln, sondern wenn ich irgendwas lese und mir dazu Notizen machen möchte, dann kann ich sagen, okay, mach mir einen Splitscreen. Entweder zwischen zwei Dokumenten, da kann ich die Texte direkt vergleichen, oder ich kann sagen, ich möchte ein Notizblatt aufhaben. So, und dann bekomme ich neben meinem Text ein Notizblatt und kann mir die wichtigsten Punkte rausschreiben, so wie ich das irgendwie in der Vorlesung in der Uni beim Arbeiten mit einem Buch eben tun würde. Ich kann sagen, okay, wie ist das hier? Cloud. Und dann kann ich sagen, okay, die wichtigsten Punkte. 10 Tage. Recover. After. Delete. So. Denn das steht hier. Das hier wird alles, was ich hier schreibe, alles, was ich auf meinem Books-Device speichere, wird in der Cloud gespeichert und synchronisiert. Und wenn ich aus Versehen irgendwas lösche, dann kann ich innerhalb von 10 Tagen das aus der Cloud nochmal rekonstruieren und das ist also nicht verloren. Also mein vorhin genannter Fall, ich habe aus Versehen was gelöscht oder weggeschmissen, was ich noch brauche, ist damit erledigt. Das ist wie gesagt das, was ihr machen könnt, wenn ihr ein Dokument, ein Buch, was auch immer lest und darin rumscribbelt oder Korrekturen vornehmt. Mein Hauptbenutzungsding auf diesem Ding allerdings sind die Notizen. Das war für mich das, weshalb ich so ein Tablet wollte. Und wie ihr seht, habe ich hier lauter kleine College-Blöcke mit meiner Ringbindung an der Seite. Das spricht mich jetzt natürlich an, weil ich normalerweise mit den Dingern arbeite. Und die habe ich mir schon verschiedene Blöcke angelegt. Ihr könnt Seiten, einzelne Blätter Papier, einzelne To-Do-Listen anlegen oder ganze College-Blöcke eben nach Themen sortiert. Also ich habe hier jetzt zum Beispiel meine To-Do-Liste. Da steht drauf, was ich alles so machen möchte. Und ich kann hier fröhlich Sachen durchstreichen, wie ich das auf meinen eigenen To-Do-Listen immer mache. Und ich kann natürlich auch hergehen und sagen, okay, ich möchte diesem Block, diesem College-Block, eine weitere Seite hinzufügen. Das kann ich jederzeit tun. Wenn ich jetzt also eine fixe Idee habe und denke, das schreibe ich mir mal auf, dann mache ich einfach einen neuen Notizzettel auf, so wie ich mir in meinem Alltag ein normales Blatt Papier nehmen würde. Und dann kann ich hier einfach fröhlich drauf losschreiben. Und ich kann hier auch malen und zeichnen und was auch immer. Ich kann meinem Merkzettel natürlich einen anderen Namen geben, wenn ich das möchte. So, hier kann ich die verschiedenen Stifte und Formen und alles auswählen. Ich habe einen normalen Stift, der sieht so aus. Ich habe hier zum Beispiel einen Pinsel, da kann ich auch die Dicke variieren, wie ich das haben möchte. Und dann kann ich hier
Das ist für Handlettering ganz sinnvoll. Da kann ich irgendwie fröhliche Formen machen und rumkritzeln mit. Der Kugelschreiber ist das, was ich hier meistens benutze. Spannend wird es beim Bleistift, denn der sieht tatsächlich, wie ich finde, einfach aus wie Bleistift. Und ihr könnt da leicht aufdrücken oder dunkler. Ergo könnt ihr damit natürlich auch zeichnen und Schattierungen machen. Wie gesagt, der Screensaver hat ja wirklich, wirklich hübsche Zeichnungen als Bilder hinterlegt. Die wurden sicherlich irgendwann mal mit diesem Ding von irgendjemandem, der richtig gut zeichnen kann, gemacht. Ihr könnt Text markieren. Das ist ein Markierungsstift, mit dem könnte ich über eine bereits getätigte Schrift drüber gehen und das highlighten. Und was dieses Tablet hat und was, glaube ich, nicht allzu viele andere haben, sind auch Formen. Das heißt, ich kann hier auch ein Dreieck machen und kann das in der Größe verändern und all das. Ihr habt zu jedem Stift, den ihr auswählen könnt, ich gehe mal zurück auf meinen Kugelschreiber, verschiedene Farben. Nämlich schwarz, dunkelgrau, mittelgrau, hellgrau. Jetzt wird es spannend, weiß. Das seht ihr natürlich auf dem weißen Papier nicht. Aber ihr seht es zum Beispiel, wenn ihr irgendwo schon mal dunkel gemalt habt. Also hier zum Beispiel. Und dann gibt es die Farben Rot, Grün und Blau. Jetzt ist das hier natürlich ein E-Ink-Tablet, das heißt, da seht ihr das nicht. Aber wenn ihr jetzt Dinge mit Rot unterstreicht, zum Beispiel eine Klassenarbeit korrigiert oder was auch immer, und ihr das Dokument dann auf euren PC exportiert, dann würde in diesem exportierten PDF würden diese Farben die entsprechende Farbe haben. Das lässt sich jetzt hier natürlich nicht darstellen, aber das ist ein ganz schönes Feature. So, was ihr hier noch machen könnt, wenn ihr jetzt irgendwie zeichnet oder Formen macht oder was auch immer, und was ich ziemlich cool finde und was zum Beispiel das Remarkable, das ich auch schon in der Hand hatte, so nicht kann, ist Dinge zu selektieren und sie dann in der Größe zu verändern, zum einen, aber zum Beispiel auch zu drehen. Und dann kann ich hergehen und kann meine Schattierung und mein Gekritzel von vorhin auf diese Größe ziehen. Und dann sieht das so aus. Was außerdem noch total cool ist, ist dieses kleine Symbol hier oben, das für Layers, also Lagen gilt. Wer schon mal in einem Bildbearbeitungsprogramm gearbeitet hat, kennt das von den Ebenen, wie die bei anderen Programmen heißen. Und das heißt, man kann hier jederzeit, also ich habe jetzt einfach auf diesem Blatt Papier rumgekritzelt, aber man kann da eine neue Ebene anlegen. Und dann kann ich auf dieser neuen Ebene quasi rumzeichnen. Also ich könnte hier aus diesem Vieh einen lustigen Punk-Troll machen. Und wenn ich dann beschließe, dass das Mist ist und ich den wegmachen will, dann kann ich über den Radiergummi hier wild drüber wischen und ich radiere aber nur das weg, was auf dieser Ebene ist. Das heißt, selbst wenn ich dann aus Versehen hier drauf komme und sage, okay, das wollte ich aber alles behalten, passiert da nichts mit dem Radiergummi, denn diese Sachen sind ja auf dieser Ebene. Das ist auch irgendwie ganz cool, vor allem wenn man komplexere Zeichnungen oder irgendetwas anfertigen will. Das finde ich großartig. Ihr könnt zudem von diesem ganzen Gekritzel abgesehen natürlich auch Text eingeben in ein Textfeld. Wahlweise mit dem Finger oder euren Stift und könnt das Textfeld dann hinschieben, wo immer ihr möchtet, wo ihr das gerne hättet. Zum Beispiel ganz hier oben. Da gibt es natürlich dann verschiedene Schriftarten und all das. Ihr könntet, wenn ihr wolltet, zusätzlich zu diesem Ding auch eine Tastatur verwenden. Die gibt es zusätzlich dazu und da steckt man das Tablet hier oben rein und dann gibt es einen Modus, in dem man dann mit der Tastatur schreiben kann. Das ist nice to have, ist für mich etwas, was ich wirklich selten nur benutze. Ich packe das ein, wenn ich weiß, dass ich irgendwie länger unterwegs bin und dass ich dann vielleicht tatsächlich auch mal Sachen möchte, wie E-Mails schreiben oder sowas. Ich habe mir dieses Gerät ja vor allem deshalb zugelegt, weil ich gerne mit Stift schreiben möchte. Und deshalb ist diese Tastatur für mich tatsächlich etwas, das ich einfach überhaupt nicht wirklich brauche. Aber es gibt sie und sie funktioniert und das ist ein schönes Feature. So, was ihr jetzt machen könnt, wenn ihr viel handschriftlich geschrieben habt, aber
in der Situation seid, dass ihr gerne das, was ihr so an Notizen geschrieben habt, dann gerne sortiert, zum Beispiel in ein Protokoll für den Unterricht oder was auch immer packen würdet, nachdem ihr Notizen gemacht habt, dann könnt ihr hier auf eine automatische Schrifterkennung gehen. Da gibt es zu jeder Sprache ein Sprachpaket, was man sich runterladen kann und dann erkennt das euer handschriftliches Gekritzel, so es denn nicht komplett unleserlich ist. Das funktioniert relativ gut, das kann man machen. Ja, und dann könnt ihr, wie gesagt, jederzeit hier ein zusätzliches Blatt eurem Blog hinzufügen oder das aktuelle Blatt löschen oder das Ganze speichern. Und das Ganze, und das ist das Schöne, wird, wie gesagt, mit einer Cloud synchronisiert. Das heißt, es ist gesichert. Wenn ihr hergeht und aus Versehen auf eurem Gerät ein Papier löscht und ihr sagt, Mist, das wollte ich ja noch haben, ist das, wie gesagt, noch 10 Tage lang nach dem Löschen in eurem Cloud-Speicher und ihr könnt das problemlos wieder rüberziehen und alles ist gut. Und das ist das, was mich tatsächlich am glücklichsten macht, ist, dass ich hier einfach nach wie vor alles runterschreiben kann mit Papier und Stift. Und der Hauptgrund, weshalb ich dafür jetzt nicht beispielsweise Remarkable hatte ich mir angeguckt, genommen habe, ist, weil der Vorteil dieses Gerätes für mich darin besteht, dass das Ding auf Android läuft. Ich habe hier unten meine Apps. Ich kann da den Google Play Store installieren und dann kann ich mir jede App meiner Träume hier runterladen. Da sind bereits ein paar Sachen drauf. Da ist ein Browser drauf, da ist ein Wörterbuch drauf, da ist eine Kalender-App drauf. Aber ihr könnt euch natürlich runterladen, was ihr möchtet. Zusätzlich. Und das, finde ich, ist ein echter Vorteil gegenüber anderen Geräten. Was ich euch hier auch noch zeigen kann, ist dieser Navigationsball. Das ist quasi so ein Quick-Menü, da kann ich das Ding ausschalten, ich kann zurückgehen, ich kann mir alle Apps anzeigen lassen, die gerade offen sind. Ich kann einen Screenshot machen, solche Sachen. Was das hier genau an Kurzbefehlen anzeigt, ist variabel und das Coole ist, wenn mir das im Weg ist, weil ich jetzt gerade hier unten zeichnen will, dann kann ich das einfach woanders hinziehen. Und dann geht es woanders auf. Das finde ich persönlich sehr fancy. Ich bin Fan von fancy Anwendungen und das finde ich echt fancy. Das finde ich richtig fancy. Das nur am Rande. Genau, das sind, wie gesagt, so die Hauptfeatures, die mich dazu bewogen haben, mit diesem Ding zu arbeiten. Ich habe es noch nicht allzu lange. Ich habe jetzt für dieses Video auch erstmal eine ganze Menge Sachen gelöscht, weil ihr ja noch nicht alles sehen dürft, sonst wisst ihr ja, was ich alles geplant habe. Da packe ich jetzt endlich nach diesem Video alles drauf und dann geht's hier los. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, sagt Bescheid. Wie gesagt, ich wollte jetzt irgendwie euch nur mal zeigen, was daran so cool ist. Komplette Reviews mit den ganzen Specs und so gibt's sicherlich genug im Internet. So, ihr seht, das ist für mich die perfekte Lösung. Ich kann meine To-Do-Listen schreiben, ich kann sie durchstreichen, ich kann sie löschen. Ich kann trotzdem nach wie vor alles in Mappen sortieren, halt nicht mehr physisch, sondern auf dem Ding. Ich weiß aber trotzdem, dass nichts wegkommt. Also ich habe da jetzt weniger das Shelf-Space-Problem. Ich bin weniger selektiv, wenn es darum geht, irgendwas zu behalten oder wegzuwerfen. Im Zweifelsfall behalte ich es, weil ich kann es irgendwo im Cloud-Speicher oder auf dem Gerät wiederfinden. Und ich verbrauche so viel weniger Papier und das macht mich gerade irgendwie sehr glücklich. Kommen wir zu der Frage, wie ich einen Überblick behalte über alle diese Projekte, diese parallel laufenden Dinge, die Ideen, die ich in meinem Kopf habe und irgendwo niedergeschrieben habe und wie ich es hinbekomme, all das irgendwie dann auch noch auf Timing und Kalenderstruktur zu organisieren. Dafür benutze ich tatsächlich ein Programm bzw. eine App. Vielleicht sagt dem einen oder anderen das Thema Kanban etwas. Ich benutze dafür eine Free-Version von Airtable. Airtable ist ein Anbieter, die arbeiten cloud-basiert und das ist ursprünglich in die Welt gesetzt, um es Teams von Menschen, die beruflich zusammenarbeiten, aber an verschiedenen Orten sitzen, zu ermöglichen, zeitgleich auf die gleichen Projekte zuzugreifen, einen Projektstatus zu verändern. Also es wird viel in Agenturen benutzt. Das ist jetzt was ich so nicht brauche, weil auf meinen Projekten arbeite in der Regel nur ich. Aber es gibt da so ein paar Features, die für mich es sehr einfach machen, einen Überblick zu behalten. Es gibt auch andere Programme. Ich habe jetzt außer irgendwie Trello, glaube ich, gerade keinen Namen im Kopf. Es gibt auch noch eine deutsche Firma, die das macht. Ich verlinke euch alles das, was ich an Programmen kenne und euch diesbezüglich empfehlen kann, was ich mir mal angeguckt habe. Alles hier unten unter dem Video in der Infobox. Für mich ist es Airtable geworden, weil es da einfach
mehr Templates gab, mit denen ich arbeiten konnte, die zu dem gepasst haben, wie ich gedanklich strukturiert bin. Das ist sicherlich je nach Anforderungen, die man persönlich so hat, unterschiedlich, aber ich kann euch, wie gesagt, zeigen, wie das für mich funktioniert. So sieht das aus, wenn man sich in sein Airtable einloggt online, und dann sieht man hier die ganzen Datenbanken, die man so angelegt hat. Ich habe euch jetzt mal eine Kopie von meiner Hauptdatenbank gemacht, um euch zu zeigen, wie das aussieht. Wenn ich da reingehe, dann habe ich hier mein besagtes Kanban-System. Also letztlich gibt es für jedes Projekt, für jedes Video in meinem Falle, eine solche, naja, nennen wir es mal Karteikarte. Und da sehen wir hier oben, gibt es verschiedene Projektstatusse, also von der Idee über da experimentiere und recherchiere ich gerade über, wie wir hier sehen, das Orga-Video ist gerade Shooting in Progress. Wir haben hier ein Raglan-Video, Raglan-Shirt nähen, das gerade im Schnitt ist. Und hier drüben sehen wir, dass der Pulli-Hack zum Thema Seitentaschen, der diese Woche online geht, ready to publish ist. Also den habe ich schon fertig geschnitten, der ist in der Pipeline. Und zuletzt live gegangen ist das Video Overlock reinigen. So. Wenn ich jetzt am Freitag diesen Pulli-Hack online schalte, dann nehme ich mir das einfach und packe das hier rüber. In jedes einzelne Projekt kann ich natürlich auch irgendwie reingehen und habe dann da verschiedene Felder. Ich habe meine ja gegliedert nach verschiedenen Themen. Also das hier ist ein Pulli-Hack und da könnte ich dann jetzt noch alles Mögliche reinpacken. Von Notizen zu diesem Projekt, über Schnittmuster anhängen, über Fotos für Pinterest, für meinen Blogbeitrag oder für Instagram, die ich zu diesem Projekt brauche, die kann ich da alle dranhängen, wenn ich das möchte und wenn ich so gut organisiert bin. Meistens, und das ist die ehrliche Antwort und die ehrliche Wahrheit, sieht das einfach so aus und reicht mir so, um einen Überblick zu haben. Man könnte das aber auch, wie gesagt, so professionell aufziehen, dass dann eben hier zum Orga-Video, wenn das hier fertig ist, hier hinterlegt in dieser Datenbank eben auch das Thumbnail fürs Video ist, der Text für den Blogbeitrag, alle Bilder, die ich auf Instagram posten möchte und so weiter. Genau, ich kann mir alle diese Sachen, die ich in diese Datenbank eingepflegt habe, natürlich auch anders anzeigen lassen. Das ist jetzt dieses Kanban-Raster, in dem ich einfach nach Projektstatus die Projekte hin und her schieben kann. Ich könnte mir meine Projekte aber auch anders anzeigen lassen, zum Beispiel aufgegliedert nach besagten Serien. Ich habe hier meine Anfängerprojekte, ich habe die Behind-the-Scenes-Vlog-Videos, ich habe Tipps und Hacks. Ihr könnt euch also alles, was ihr hier drin habt, nach unterschiedlichen Varianten anzeigen lassen und filtern, ob jetzt nach Veröffentlichungsdatum oder was auch immer. Ihr könnt alle eure Projekte natürlich auch, weil das ja ursprünglich ein Projektmanagement und CRM-System ist, auch mit Kunden und Kontakten verknüpfen und sagen, an diesem Projekt, das machen wir für den und den Kunden und da habe ich den und den Ansprechpartner und dann sind da die Kontaktdaten hinterlegt. Das kann man alles machen. Dieses Ding ist unbegrenzt, was das angeht, an Möglichkeiten. Ich habe mir das, wie gesagt, so abgespeckt, dass es mir reicht, einen Überblick über meine Projekte zu haben in meinem Kanban-System. So, ich benutze Airtable aber auch noch für andere Sachen. Ihr könnt hier eine wirklich, wirklich große Anzahl eigener Datenbanken haben. Ich mache Capoeira und hier sammle ich zum Beispiel Liedtexte für Capoeira-Lieder. Ich habe hier einen Gift-Tracker, weil ich tatsächlich irgendwann immer nicht mehr weiß, welchem Neffen und welcher Nichte ich schon was genäht und was geschenkt habe. Airtable, und das ist das Tolle an diesem Ding, finde ich, auch in der Free-Version, hat unfassbar viele Templates. Also wenn ihr jetzt sagt, ich möchte eine neue Datenbank anlegen, dann fangt ihr mit einem Template an. So, und da seht ihr schon, dass es für virtually anything eine Vorlage gibt. Also sei es jetzt im professionellen Bereich Videoproduktion, Projekttracking, Produktplanning, Produktlaunch, derlei Dinge, aber eben auch für so etwa jedes private Thema, das ihr euch ersinnen könnt. Wir gehen doch mal hier auf Everyday Life. So. Ihr könnt einen Restaurant-Guide anlegen. Ihr könnt anlegen, wie oft ihr wann zu welchem Thema mit eurem Tier beim Tierarzt war. Apartment Hunting, also Wohnungssuche, ist ein tolles Template. Wenn ihr gerade auf Wohnungssuche seid, dann könnt ihr da reinschreiben, die Adresse, die Anzahl Zimmer, Quadratmeter, Preis, Pro und Kontras zu der Wohnung. Das gleiche natürlich für Autokauf, Handykauf, Einkaufslisten. Ihr könnt einfache Checklisten führen. Gift-Tracker hatte ich ja vorhin kurz erwähnt, finde ich sehr, sehr praktisch, dass man einfach sich aufschreibt, die Ideen, was auch immer. Ich klicke da mal drauf. Wenn ihr auf ein Template klickt, dann öffnet sich hier unten nach kurzer Zeit eine Vorschau
Und das sind tatsächlich nicht nur Vorschaubilder, sondern richtige kleine Datenbanken, in denen ihr rumklicken könnt. Das heißt, ihr könntet hier auf die anderen Reiter klicken. Hier sind zum Beispiel die Geschenkanlässe. Hier wäre eben die Tabelle, welche Geschenkideen man hat, mit Bildern hinterlegt, mit Preis, mit Notizen dazu, Webseite, wo man das gefunden hat oder eben Adresse des Ladens vor Ort. Und ihr könnt jede dieser Datenbanken und jede dieser Templates individuell anpassen. Also nur weil da jetzt irgendwas fehlt, heißt das nicht, dass dieses Template nicht für euch ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sehr, sehr viel einfacher ist, ein bestehendes Template zu nehmen und eben vielleicht um ein paar Felder oder eben um ein paar Reiter hinzuzufügen oder die Ansicht anders zu machen und anders zu filtern, als jetzt komplett neu eine Datenbank zu bauen. Und ihr findet, wie gesagt, zu tatsächlich etwa jedem Thema auf diesem Planeten eine Vorlage hier bei Airtable, sei es jetzt eben Hochzeit planen, Wohnungssuche, Geschenk tracken, was auch immer. Ich selber benutze den Free-Plan von Airtable. Ich hatte mal ein Upgrade und das brauche ich aber tatsächlich nicht. Im Free-Plan habt ihr natürlich nur eine begrenzte Anzahl Datenbanken, die ihr maximal haben könnt. Ich weiß gar nicht, wie groß die jetzt ist. Das müsste ich nachgucken. Könnt ihr aber auch selber nachgucken. Ich persönlich komme da nicht ran. Sinnvoll ist ein Upgrade natürlich dann, wenn mehrere Leute auf eure Datenbanken und auf eure Projekte zugreifen sollen. Ihr das also so nutzt, wie es gedacht ist, nämlich im Team mit mehreren Leuten, die zeitgleich auf Projekten arbeiten. Dann ist das sinnvoll. Den Link zu Airtable, wo ihr euch für alle Pakete Freeplan und aufwärts anmelden könnt, packe ich euch in die Infobox. Also wie gesagt, Airtable funktioniert für mich im Sinne von einen Überblick behalten über die Projekte, schnell mal neue Projekte auf jeden Fall irgendwo unterbringen, um sie vielleicht später irgendwann nochmal zu verfolgen. Super gut, schaut einfach mal in die Templates rein. Es gibt wirklich für jedes Bedürfnis irgendwas, was euch sicherlich weiterhelfen kann. An der Stelle komme ich nochmal auf mein neues E-Ink-Tablet zurück. Das Coole an diesem Ding, ich habe es euch ja vorhin gezeigt, ist, dass es auf Android läuft. Und ihr könnt da den Google Play Store installieren und dann könnt ihr euch jede App dieser Welt, die für Android funktioniert, da draufladen und das läuft da drauf. Bedeutet für mich, ich habe in diesem Ding nicht nur den digitalen Ersatz für meinen College-Blog gefunden, sondern ich habe hier auch die Möglichkeit, eben auf meine Airtable-App zu gehen und eben mal schnell ein Projekt anzulegen. Das ist was ich vorher wenig gemacht habe, sondern ich habe mich dafür an den PC gesetzt und diese Möglichkeiten hier vereint zu haben, macht mich sehr glücklich. Kommen wir zum Thema Kalender und zeitliche Struktur. Wie ihr wisst, betreibe ich diesen YouTube-Kanal. Jeden Freitag geht ein Tutorial online, immer mal wieder ein Behind-the-Scenes-Video, so wie das hier heute. Und man muss natürlich irgendwie auch einen Überblick haben, was man in welcher Reihenfolge macht. Wie ihr wisst, ist mein Kanal kein reiner Nähkanal, sondern es gibt Nähprojekte und es gibt aber auch DIYs. Und es gibt generell verschiedene Themen auf meinem Kanal. Und ich gucke durchaus, abgesehen von, oh, ich habe diese coole Idee für das und das Thema, schon auch immer, dass ich das so ein bisschen durchmische. Dass es jetzt nicht irgendwie 2 Monate lang nur DIYs gibt, aber auch nicht 2 Monate lang nur Nähprojekte, sondern dass sich das so ein bisschen abwechselt. Deshalb habe ich den verschiedenen Rubriken, in denen ich Videos veröffentliche, quasi Titel verpasst und denen verschiedene Farben zugeteilt. Ich mag Farben und ich mag es, wenn es regenbogenbunt ist. Und deshalb kriegt jedes Thema eine eigene Farbe. Da gibt es eben zum Beispiel DIY. Es gibt DIYs und Bastelprojekte mit Kindern. Das unterscheide ich so ein bisschen. Es gibt die Pulli- und Shirt-Hacks, Nähprojekte jeder Art. Es gibt die Serie Nähen lernen mit Mommy Made, wo ich eben von der Pike auf gezeigt habe, wie man sich an seine Nähmaschine setzt, wie man nähen lernt. Mittlerweile ist diese Serie relativ weit fortgeschritten und die Leute, die damit angefangen haben, lernen jetzt auch schon Kleidungsstücke zu nähen und irgendwann geht das dann über in die Rubrik Anfängernähprojekte. So, und alle diese Projektkategorien, nenne ich es jetzt mal, haben einzelne Farben und die verstreue ich fröhlich auf den Terminkalender und gucke, dass das ein bisschen durchmischt ist. Das könnte ich in Airtable machen. Es gibt in Airtable eine Kalenderansicht. Es gibt sogar tatsächlich einen Veröffentlichungs- und einen Shoot-Calendar. Also ich könnte mir da sogar nicht nur das Veröffentlichungsdatum eintragen und mit verschiedenen Farben hinterlegen, sondern ich könnte auch sagen, okay, wenn am Freitag veröffentlicht wird der Pulli-Hack zu den Seitentaschen, dann muss das am Dienstag geschnitten werden und am Donnerstag davor aufgezeichnet oder was auch immer. Ganz so starr und durchorganisiert funktioniert es bei mir nicht, aufgrund
der persönlichen Umstände. Ich kann nicht immer fest sagen, dass ich an dem oder dem Tag dazu komme, aufzuzeichnen. Aktuell mit dem Homeschooling sowieso nicht. Und vieles davon ist tatsächlich just-in-time-mäßig abgearbeitet. Der Hauptgrund, weshalb ich diesen Kalender nicht in Airtable betreibe und befülle, ist, weil ich da tatsächlich lieber was Haptisches habe. Und ich bei dem haptischen Kalender eben auch die Möglichkeit habe, zu sagen, oh, das hat jetzt so nicht hingehauen, ich mache den Orga-Block eine Woche später. Oder ich vertausche das hier, oder ich habe vielleicht noch eine Kooperation einrahmen können und dann kommt halt hier jetzt doch nicht Raglan-Shirt nähen, sondern kommt jetzt hier eine Kooperation mit keine Ahnung wem. Und dann kann ich das hier, genauso wie ich das natürlich online könnte, noch ein bisschen abändern, aber mir macht das mehr Freude mit diesen bunten Bab-Teilen. So, ja, jetzt wisst ihr, wie ich mit meinen handschriftlichen Notizen umgehe, welche Projektstrukturen und Tracking-Optionen ich mir geschaffen habe und nutze und in welcher Form. Vielleicht war das jetzt für den einen oder anderen erhellend. Vielleicht sitzt der ein oder andere vorm Rechner und sagt, ach du liebe Zeit, was für ein Chaos. Aber vielleicht war ja auch für den einen oder anderen von euch was dabei, was ihr vielleicht mal ausprobieren möchtet. Irgendein Tipp oder eben eine Empfehlung, die für euch funktioniert. Wenn dem so ist, dann freue ich mich sehr. Sollten da jetzt irgendwelche Fragen offen geblieben sein oder sich neue entwickelt haben, basierend auf diesem Video, packt mir das gerne in einen Kommentar unter dieses Video. Ich gehe gerne auch in Folgevideos hier in dieser Behind-the-Scenes-Reihe auch nochmal auf detailliertere Fragen zum Thema Orga ein. Es wird immer mal wieder Behind-the-Scenes-Videos geben, in denen ich Fragen à la wie machst du oder was benutzt du für beantworte, denn die häufen sich tatsächlich bei mir und wenn das Interesse da ist, dann antworte ich da gerne. Vielleicht kann das ja dem einen oder anderen helfen. Ansonsten geht es, wie ihr wisst, hier auf dem Kanal freitags immer mit Näh- oder DIY-Tutorials weiter. Mir hilft es sehr, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben da lasst und den Mommymade-Kanal abonniert. Wenn ihr keines meiner Videos verpassen möchtet und informiert werden möchtet, wenn ich etwas Neues hochlade, damit ihr eine kleine Vorschau seht und dann entscheiden könnt, ob ihr es anklicken möchtet oder nicht, dann müsst ihr das kleine Glöckchen aktivieren, denn sonst macht YouTube das nicht, euch zu informieren. Ich freue mich in jedem Falle, wenn ihr wieder reinschaltet und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mommymade!